Hallo und wieder einmal herzlich willkommen auf Technik selbst erlebt. Der Weihnachtsmann war da. Und natürlich hat das Paket was zu tun mit unserem heutigen Thema: Software Defined Radio oder kurz SDR. Digitale Empfangstechniken werden uns ja geradezu aufgezwungen. Leider ist die Digitaltechnik sehr kurzlebig und wir müssen uns ständig neue Geräte anschaffen. Es wird viel über Nachhaltigkeit geredet, aber für die meisten ist es völlig normal, sich alle 2 Jahre ein neues Handy zuzulegen. Oder denken wir mal an das terrestrische Fernsehen. Gut 10 Jahre nach der Einführung kam der DVB-T2-Standard und der war nicht abwärtskompatibel. Das heißt, ich kann mit meinen Geräten aus der ersten Generation die neuen Sender nicht empfangen. Das war früher anders. Mit der Einführung des Stereo-Rundfunks wurde die Modulation so gewählt, dass ich mit meinem Monoempfänger auch weiter meine Sender hören konnte. Oder bei der Einführung des Farbfernsehens musste ich nicht sofort meine alte Schwarz-Weiß-Kiste wegwerfen. SDR ist jetzt eine Möglichkeit, hier vielleicht für etwas längere Zeit das Empfangskonzept nutzen zu können. Ich bin ja normalerweise nicht so der Fan davon, alles mit Mikroprozessoren und Softwarelösungen zu machen. Ich finde es viel besser, wenn jemand eine ordentliche Hardware zusammenbaut, die ich einschalte und die funktioniert und wo ich nicht erst warten muss, bis ein Programm hochfährt. Aber SDR könnte hier wirklich ein Ausweg sein. Wie funktioniert es? Nun, im Gegensatz zu früher empfangen wir nicht ein bestimmtes Frequenzband oder stimmen auf einen Sender ab, sondern wir empfangen erstmal unser Hochfrequenzsignal breitbandig. Das heißt, wir nehmen alles auf, was unsere Antenne erreicht. Dann wird das komplette Signal digitalisiert und auf einen Rechner gegeben. Das kann der PC zu Hause sein, ein Tablet oder das Smartphone. Die Software übernimmt jetzt den Rest. Sie übernimmt die Selektion der Sender, also sprich die Abstimmung, die Demodulation und die Dekodierung, falls erforderlich. Wenn ein neuer Empfangsstandard auf den Markt kommt, reicht ein Software-Update, um weiter up-to-date zu sein. Ich kann mit dem SDR-Konzept auch sowohl analoge als auch digitale Sender empfangen. Das heißt, neben DAB empfange ich auch UKW-Rundfunk oder Kurzwellen-Amateurfunk. Ja. Aber jetzt bin ich schon ganz gespannt auf mein Paket. Großes Paket, nicht ganz so großer Inhalt. Es gibt ja viele SDR-Lösungen mit irgendwelchen umgebauten DVB-T-USB-Sticks. Das endet dann alles irgendwann an einem riesigen Drahtverhau. Ich wollte eigentlich eine sehr einfache Lösung haben, die aber dennoch sehr flexibel ist und hoffe, dass ich da bei dem DX-Patrol von der Firma Vimo fündig geworden bin. Übrigens, das USB-Kabel gehört nicht zum Originallieferumfang. Das habe ich extra bestellt. Was dazu gehört, das ist natürlich zum einen mal der Empfänger. Dazu ein OTG-Kabel für den Anschluss ans Handy. Man sollte aber unbedingt vorher überprüfen, ob das Smartphone auch für On-the-Go-USB-Verbindungen geeignet ist. Und ein Antennenadapter auf BNC-Buchse. Ja, für die Verdrahtung ist nicht allzu viel notwendig. Insgesamt überstreichen wir einen Frequenzbereich von 100 kHz, das ist der Langwellenbereich, bis zu 2 GHz, das sind dann schon Dezimeterwellen. Es gibt 2 Antennenanschlüsse, einmal für den unteren Bereich bis 40 MHz, das heißt bis hin zur Kurzwelle. Und dann für den Bereich, der da drüber liegt, UKW, VHF, UHF und so weiter. Als zweiter Anschluss kommt dann nur noch der USB. Über den erfolgt der Datentransfer und die Stromversorgung. Ja, und der nächste Schritt wäre dann die Installation am PC. Ein neues USB-Gerät wurde erkannt. Die LED leuchtet, das heißt dann wohl auch, dass die Stromversorgung funktioniert. Laut Hersteller sollte man aber den Windows-Treiber ersetzen. Und den muss man sich dann runterladen auf der Seite zadig.akeo.ie.
Die Installation dauert etwas länger als hier zu sehen. Danach sollte man den Rechner neu starten. Als nächstes braucht man noch eine SDR-Software. Für die ersten Versuche habe ich mir die SDR-Konsole von der Seite sdr-radio.com installiert. Zunächst muss ich die Verbindung zur Hardware herstellen. Ich habe einen Realtek-Chip über USB. Es lässt sich noch der Frequenzbereich einstellen und ich kann starten. Als Antenne dient mir im Moment nur ein einfacher Draht. Aus den Versuchen mit dem DAB-Bausatz kennt ihr ja schon meine schlechten Empfangsbedingungen. Das soll jetzt aber nur ein erster Funktionstest sein, um zu sehen, ob alles richtig installiert ist. Oh, das habe ich mir schon immer gewünscht. Verflixt nochmal. Ich auch. Berliner Rundfunk 91.4. Berlin live. Der Empfang ist, wie zu erwarten, etwas verrauscht, aber es klappt. Dennis Baum. Guten Tag. Die EU und Großbritannien haben sich auf ein Handelsabkommen nach dem Brexit geeinigt. Monatelang dauerten die Gespräche an. Die Europäische Union hat in all dieser Zeit aber stets große Einigkeit bewiesen, sagte EU-Kommissionspräsidentin. Bis hierhin war die Installation und Inbetriebnahme völlig problemlos. Schon für heute Vormittag erwartet worden. Laut EU-Vertretern war zuletzt vor allem um die Fischereirechte gestritten worden. Aus Brüssel Stefan Überbach. Kommissionspräsidentin von der Leyen sagt, Premierminister Johnson zeigte sich zufrieden. Er sagte, man habe die Kontrolle über das eigene Schicksal zurückerlangt. Es sei ein Deal, der Arbeitsplätze schütze und noch mehr Handel mit den europäischen Freunden ermöglichen werde. Jetzt liegt viel Arbeit vor mir, um die Möglichkeiten des SDR-Empfangs auszutesten, auch mit unterschiedlicher Software. Anlass ist die Amnestie zum Weihnachtsfest. Daniel Gesche mit den Einzelheiten. Das wird einige Zeit brauchen, sodass es eine Fortsetzung wohl in diesem Jahr nicht mehr geben wird. Also etwas Geduld bitte. Jugendstrafe bis maximal 2 Jahre. Gewalt- und Sexualverbrecher sind davon ausgenommen.